US-Präsident Trump setzt die US-Militärhilfe für die Ukraine aus, wird als hirnverbrannt bezeichnet. Der ukrainische Präsident Zelensky setzt dementsprechend große Hoffnungen in die Europäische Union. Markus Söder von der CSU möchte Atomwaffen. Und was ein AfD-Politiker zu dem Ganzen sagt, dies und mehr in diesem Video. Ich heiße dich willkommen zu diesem neuen Video. Du hast es sicherlich mitbekommen, nach dem Eklat im Weißen Haus letzte Woche hat US-Präsident Trump jetzt eine Reißleine gezogen und wir werden jetzt auf einen Artikel der Epoch Times drauf eingehen, was nämlich die US-Regierung vorhat. Trump setzt US-Militärhilfe für die Ukraine aus. Hier ein Foto nochmal von dem Streitgespräch, das war richtig heftig. Die USA haben die militärische Hilfe für die Ukraine ausgesetzt, sagte ein Beamter des Weißen Hauses am 3. März der Epoch Times. Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er sich auf den Frieden konzentriert. Wir brauchen Partner, die dieses Ziel teilen. Deshalb pausieren wir und überprüfen unsere Unterstützung, um sicherzustellen, dass sie nur Lösung des Konflikts beiträgt. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 haben die USA mindestens 175 Milliarden US-Dollar an Hilfen bereitgestellt, darunter militärische Ausrüstung und finanzielle Mittel zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigung. Der Lieferstopp gibt den Berichten zufolge für alle militärischen Ausrüstungen, die sich noch nicht in der Ukraine befinden. Dem Vernehmen nach dürfte es mehrere Wochen dauern, bis sich der Stopp bemerkbar macht, da das Land noch zuletzt mit größeren Beständen an modernen Waffen ausgestattet worden war. Die Entscheidung, die Hilfe auszusetzen, fiel 3 Tage nach dem diplomatischen Eklat beim Besuch des ukrainischen Staatschefs im Weißen Haus. US-Präsident Trump erklärte dazu am Montag: Ich denke, dass Zelensky dankbarer sein sollte, weil ihnen dieses Land durch dick und dünn beigestanden hat. Und weiter: Wir haben viel mehr gegeben als Europa und eigentlich hätte Europa mehr leisten müssen als wir. Der einzige realistische Weg, diesen Konflikt beizulegen, ist der Weg von Präsident Trump, sagte Vance. Wir ermutigen sowohl Präsident Zelensky als auch Präsident Putin, diesen Weg zu folgen. Und was Zelensky von der Europäischen Union erwartet und was er dazu sagt bei Fox News, schau dir das gerne mal an. Eine Frage lautet: Kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen? So the question today is, can Ukraine win this war or hold off Russia without continued U.S. support? It will be difficult for us. That's why I'm here. That's why we speak about the future negotiations. It will be difficult without your support, but we can't lose our values, our people. We can't lose our freedom. So a lot of people, Russians came to our territory, you know it. Russians came to our houses, and everybody saw it, video, images, a lot of things. They killed so many people. Just to forget it, just to say that Putin is a great guy? No, without us. Also man hört hier natürlich schon ganz klar, dass er auf die Hoffnung anderer Länder pocht und natürlich sich hier auch ganz klar in die sogenannte Opferhaltung begibt und natürlich die Schuld dem Aggressor Russland natürlich zuschreibt, was natürlich völkerrechtlich gesehen auf jeden Fall richtig ist. Allerdings hier auch nochmal der Hinweis: Es ist ganz wichtig, die Vorgeschichte zu verstehen. Auch hier der Hinweis nochmal, den Historiker Daniele Ganser zu betrachten, damit man das ganze Geschehen besser versteht, was in der Ukraine passiert ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an in Bezug auf die Frage, was er von Europa erwartet. How does the war end? How do you get to a deal? You're at a place right now where there is no deal. How do you get it back on track? I think that Europe is ready for contingents and to help us with financing of big army, such big as we have now. This is our army, is the part of security guarantees. Now we want just to find the place for our biggest strategic partner, for the United States, or United States will propose where and how United States will give us security guarantees, what kind of and what part of volume of security guarantees. And when we will be ready with this, we will come to diplomacy. To diplomacy, yes, with Russians, Europeans, United States, and we. 4 of us, I think this is real way, because with weapon, it's too long, it's not enough. We don't have enough weapon to push them out, and we don't see now, for now, we don't see really big
volume of new support from the United States, but with all respect again. So for today, we'll be ready with security guarantee. Really, when I say NATO, it's not about that we are focusing on this word. It's about very understandable infrastructure of security guarantees. And you see that no NATO countries for today, no NATO countries being. Also, große Hoffnung steckt in der Europäischen Union. Und wie andere Politiker darauf reagiert haben, dass US-Präsident Trump seine US-Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt hat, schauen wir uns jetzt das mal an. Absolut hirnverbrannt, das stärkt die Position des Aggressors. Denn die übrige westliche Welt zeigt sich vom Vollzug nun dennoch empört. Und hier ein kleiner Überblick. Frankreich hat die Entscheidung der USA scharf kritisiert. Dies erschwere es, einen Frieden zu erreichen, sagt der französische Europastaatssekretär Benjamin Haddad dem Sender France 2. Grundsätzlich rücke eine Entscheidung, die Waffenlieferung an die Ukraine auszusetzen, einen Frieden weiter in die Ferne. Denn sie stärkt nur die Position des Aggressors vor Ort und das ist Russland. Absolut hirnverbrannt. Einen ähnlichen Ton fand nämlich der ukrainische Abgeordnete gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das sieht richtig schlimm aus. Es sieht so aus, als wolle er, Trump, uns in Richtung Kapitulation drängen. So würden nur einseitig die Ziele von Kremlchef Wladimir Putin erfüllt. Der ehemalige US-Botschafter in der Ukraine unter Bill Clinton nannte die Entscheidung hingegen absolut hirnverbrannt. Das wird bald einen echten Effekt auf dem Schlachtfeld haben, warnte Pfeiffer. Trump rede immer über Deals, aber nutze bisher nichts, um auch Russland in Verhandlungen zu bringen. Es sehe so aus, als zeige er Härte nur gegenüber der falschen Partei, eben der Ukraine. So ganz nach dem Motto: Aufrüstung bis an die Zähne. Wir kommen jetzt an einen ganz kritischen Artikel nicht vorbei, denn Union und SPD machen demzufolge kräftig Druck, die dafür nötigen Milliardenkredite politisch zu legitimieren. Denn nötig ist dafür eine Zweidrittelmehrheit, weshalb sie darüber noch im alten Bundestag abstimmen lassen wollen. Gefürchtet werde die künftige Neuzusammensetzung des Parlaments. Die Linke und die AfD verfügen dann über eine sogenannte Sperrminorität. Das bedeutet, dass die Fraktionen der Linkspartei und der AfD zusammen eine Zweidrittelmehrheit verhindern könnten. Wobei sich die AfD grundsätzlich für Aufrüstung ausspricht, aber schon 22 gegen das erste Sondervermögen stimmte. Und hier Sondervermögen, das sind ja eigentlich Sonderschulden. Das muss man wissen, Leute. Das ist ja kein Vermögen, es ist ja nicht da. Es sind neue Schulden, die gemacht werden. Sie wollte damals mit einem eigenen Antrag dem Budget nur unter der Bedingung einer Extraregelung für mehr Kontrolle grünes Licht geben, womit sie erwartbar scheiterte. Für so ein Sondervermögen, Sonderschulden, außerhalb des normalen Bundeshaushalts gilt die vielbeschworene Schuldenbremse nicht. Nach einem Parlamentsbeschluss könnten die nötigen Kredite aufgenommen werden. Und jetzt, Leute, kommen wir zu Söder, denn er will Panzer, Atomwaffen und mehr. Ganz kritische Worte. Die Kriegstreiber rühren derweil weiter ihre Propagandatrommeln. Die Union bereitet sich damit auf die Regierungsübernahme vor. So rief der designierte Bundeskanzler Friedrich BlackRock Merz letzte Woche nach einem nuklearen Schirm für Europa und kündigte an, mit Frankreich, Großbritannien und weiteren Ländern über atomare Aufrüstung verhandeln zu wollen. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Söder legte am Wochenende nach. Er forderte eine Vollausstattung für die Bundeswehr. Dazu gehören eine Drohnenarmee mit 100.000 Drohnen, 800 neue Panzer sowie 2000 Patriots und 1000 Taurus, nur für Deutschland als ein Schutzschild nach der Art des Iron Dome. Nachdem die USA natürlich weggebrochen ist mit ihrer Militärhilfe, wie ich es in anderen Videos schon gesagt habe, bin ich auch für mehr Souveränität in Deutschland und vor allen Dingen mehr Souveränität weg, auch von den Amerikanern natürlich ganz klar. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nur noch auf eigene Faust alles machen muss, aber Souveränität ist es Zeit, Leute. Es ist Zeit, auch für Deutschland wieder mehr souverän zu werden. Und wir wollen jetzt zum Abschluss in das Video nochmal den Bernd Baumann hören von der AfD, was er zu dem Ganzen sagt. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass dem Video spätestens jetzt einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit du immer up to date bleibst.
dass die Union einen neuen Politikwechsel versprochen hat. Und da ist ja genug Geld vorhanden, wenn man das wirklich macht. Wir geben ja 70 Milliarden für die Folgen der Migration gesamtstaatlich aus, 50 Milliarden für Klimawandel. Wir zahlen Entwicklungshilfe für Indien und China. Also wenn man da das durchforsten würde, wären Gelder da. Und die Generation vor uns haben ja auch eine starke Bundeswehr gehabt. Kampfstarke Division, Panzerdivision, Panzergrenadierdivision, die sind mit dem Geld ausgekommen. Wir haben jetzt die höchsten Steuereinnahmen überhaupt. Das muss möglich sein. Einfach mehr Geld ausgeben und Schulden machen, das geht ja nicht. Jetzt nochmal. Herr Huber, dazu. Ja, ich wollte noch mal einwerfen, dass die AfD ja hier für einen Kurs steht, der im Prinzip die Tradition von Kremlknechten verfolgt. Wenn Sie aus der NATO raus wollen, wenn Sie aus der Europäischen Union raus wollen, wenn Sie aus dem Euro raus wollen, ist das nichts anderes als Geschichtsvergessen und Wohlstandsvernichtung. Sie sind eine Gefahr für die äußere Sicherheit unseres Landes. Sie sind diejenigen, die sich das Narrativ von Putin zu eigen machen. Sie sind diejenigen, die eine Gefahr sind für unser Land. Also wir wollen nicht aus der EU aussteigen, wir wollen nicht aus der NATO aussteigen. Dieser Unsinn, das muss hier vom Tisch, das ist Blödsinn. Das haben Sie doch alles Herr Baumann, formuliert, jetzt noch mal meine Frage. Stimmen Sie Donald Trump zu in dem, was er über die Ukraine gesagt hat und Zelensky? Dass Zelensky kein Interesse am Frieden hat? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der da passiert ist. Das haben wir immer so genannt von Seiten Putin. Aber es hat diplomatische Vorentwicklungen gegeben, die hätten berücksichtigt werden müssen. Es geht mir um die und jetzt Äußerung brauchen wir die Gesamtfriedensordnung. Da muss auch Herr Zelensky mitmachen. Herr Zelensky kann sein Land ja nicht alleine verteidigen. Er braucht diesen Gesamtfrieden. Er braucht die USA, er braucht Putin, er braucht Europa. Und da muss er Kompromisse machen. Wenn er Europa braucht, dann hat ja Deutschland sicherlich eine wichtige Rolle darin. Sind Sie der Ansicht, dass auch Deutschland bei diesen Garantien für den Frieden mitmachen sollte? Wir sind ja, wenn wir militärpolitisch das angucken, sind wir null Ouvert. Nach 16 Jahren CDU-Regierung ist die Bundeswehr nur ein Schatten ihrer selbst. Das ist überhaupt nicht möglich. Also ein Frieden in der Ukraine, ein Gesamtfrieden kann ohne Trump und die USA und die militärische Macht der USA überhaupt nicht gelingen. Aber mit Ob die uns Bundeswehr oder da ein ohne bisschen beitragen kann oder nicht, das muss man sehen. Aber die Entscheidung liegt da in Washington in jeder Hinsicht. Die neue US-Regierung akzeptiert vor allem die Stärke des anderen. Sie wird sich nicht bewegen, wenn wir jammern, wenn wir irgendwie uns wegducken, sondern sie wird dann reagieren, wenn wir selbst stark sind und auf die eigene Stärke setzen. Und diese beiden Herausforderungen müssen wir meistern. Aber wir haben keine Stärke und das liegt an der Union. Sie haben die Bundeswehr kaputt gemacht in 16 Jahren. Und das ist nicht in wenigen Jahren wieder aufzubauen. Das war eine Katastrophe, an dem wir jetzt noch rumlaborieren. Das müssen die Leute doch draußen wissen. Und weil Deutschland schwach ist Europa schwach. Das ist ihr Problem. Aber Investitionen in die Zukunft des Landes, zu denen können Sie ja nicht Nein sagen. Ich finde das ja interessant. Hier zeichnet sich jetzt eine Koalition von Linken und CDU ab. Viel Spaß dabei. Keine Koalition. Ansonsten ist ja klar, wir haben die höchsten Steuereinnahmen je. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir müssen umschalten. Wir geben 70 Milliarden sinnloserweise für Migration aus, für Klima und alles Mögliche, was sonst kein Land der Welt macht. Wir müssen eine vernünftige Politik machen. Und das hatte die CDU doch versprochen. Zurückweisung an der Grenze. Ihr Programm das spart so viele Kosten ein. Für das Land. Zurückweisung an der Grenze, das spart erstmal Kosten ein. Das muss alles kommen. Und dann werden wir sehen, dass Geld auch dafür da ist. Der ganze Haushalt ist Malade. Der ist schief aufgehängt. Der ist nach linksgrün Prioritäten seit der Merkel-Regierung. Und jetzt ist die Union angetreten, das zu ändern. Ich bin gespannt, ob das mit der SPD gelingt. Wir stehen zur Verfügung, wenn entscheidende Fragen zu entscheiden sind, mit Mehrheiten, wie wir es im Bundestag schon gezeigt haben.